als Haushalte. Dennoch gibt es über 1000 Wohnungsanträge. Die Hälfte allerdings von jungen Leuten, die noch bei den Eltern wohnen. Hans Wicht, 50, ist Koch im VEB Malitex. Zum zweiten Mal verheiratet, 2 Töchter im Alter von 14 und 18 Jahren. Seine Frau Sophie ist Köchin in der Plauener Spitze. Sie wohnen in Treuen, einem kleinen Nachbarort. Wir sind 4 erwachsene Personen und haben praktisch bloß hier die Räume zur Verfügung. Schlafzimmer, Küche und ein Wohnzimmer und für die Kinder noch eine kleine Kammer, wo man gerade 2 Betten reinstellen kann. Wir haben hier kein Bad drin, keine Dusche, nur eine dürftige Waschgelegenheit. Und wenn wir viel Glück haben und im Haus wird gewaschen und so, dann haben wir hier oben gar kein Wasser. Dann stehen wir da und können uns noch nicht mal waschen. Mir ist passiert, ich habe mich rasiert, ich konnte mit dem Schaum nicht abwaschen. Und es ist eben alles sehr bescheiden. In den Jahren 1981 bis 1985 wurden in dieser kleinen Vogtland-Metropole exakt 3642 Neubauwohnungen errichtet. Dazu die gesellschaftlichen Einrichtungen. Haben die Stadtväter sich damit zufrieden gegeben? Bürgermeister Horst Schönherr. Es war in der Tat so, dass wir für den Moment geglaubt haben, dass wir aus dem Gröbsten heraus wären. Wir mussten aber doch feststellen, dass dem nicht so war. Denn wie überall bei uns in der Republik ist es ja so, die Kinder wachsen heran, Familien vergrößern sich, Scheidungen gibt es und natürlich mussten wir auch dem Rechnung tragen, dass wichtige Betriebe bei uns in der Stadt Arbeitskräfte benötigten, sodass wir uns auf diese Situation einzustellen hatten. Und das hieß, dass wir uns mehr als wir das vorher schon taten, der intensiven Nutzung des vorhandenen Wohnraums zugewendet haben. Im vergangenen Jahr wurde der Wohnungsvergabeplan nur mit 76,2% erfüllt. Wie kam es dazu? Wir hatten in der besten Absicht gehandelt, indem wir sehr viele Probleme, dringende Probleme aufgenommen haben, um unseren Bürgern deutlich zu machen, dass wir diese Probleme auch ernst nehmen, hatten dabei allerdings nicht bedacht und auch unseren Bürgern nicht gesagt, dass es bei der Abarbeitung dieser Probleme doch dazu kommen kann, dass der eine oder andere Wohnungsantrag nicht erfüllt werden kann, nicht realisiert werden kann. Das führte natürlich dazu, dass zum Teil staatliche Zusagen, die wir gegeben hatten, nicht eingehalten werden konnten. Der Rat hat daraus gelernt. In diesem Jahr ist der Vergabeplan real. Jeder Antrag wird vor Ort geprüft, vor allem durch die 19 ehrenamtlichen Wohnungskommissionen. Bis April werden die Gespräche mit allen Antragstellern abgeschlossen. Woher aber Wohnungen nehmen, wenn weiterer Neubau vorläufig nicht vorgesehen werden kann? Natürlich durch Modernisierung und Rekonstruktion. Ende vergangenen Jahres waren von den 153 leerstehenden Wohnungen 43 noch nicht in Angriff genommen. Herauszufinden, was aus ihnen wird, ist Ziel einer ABI-Kontrollgruppe, bestehend aus dem Stadtbaudirektor, einem Ingenieur, einem Abgeordneten, einer Angestellten und Friedrich Schmalfuß, ehrenamtlicher Bauspezialist der ABI, der Leiter der Gruppe. So, Heinstraße 8. Es geht ja darum, dass wir hier ein Haus haben, was sich in den Gebäudekomplex einbezieht. Die ganze Heinstraße haben gesehen, dass da viel gebaut wird. Am Ende, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, Ende 1990, wollen wir hier 8 Wohnungen zurückgewinnen insgesamt. In diesem Haus werden wir aus 2 leerstehenden Wohnungen 4 leerstehende machen. Wir werden sehen, dass es riesen Wohnungen sind hier, wo wir bewohnbare, kleinere Wohnungen draus machen wollen. Es wird werden hier 7 Wohnungen insgesamt in der Heinstraße modernisiert, also mit Bad und WC ausgestattet. Und wie wird das Problem jetzt gelöst? Wir haben ja hier die Holzbalkendecke drin, ja, im Sanitärbereich. Ja. Also es sieht so aus, dass wir hier eine territoriale Interessengemeinschaft haben, die zweite in Auerbach, wo der Landbaukombinat, die Projektierung des Landbaukombinats dabei ist. Die sind gegenwärtig drüber, hier ein Projekt zu erstellen,
wo ich also jetzt noch nicht dazu sagen kann, weil das noch nicht fertig ist. In dem Zusammenhang stellt sich mir immer wieder die Frage, muss das sein, dass die Wohnungen derart lange leer stehen? Das ist das Problem. Weil wir ja eine gewaltige Anzahl von Wohnungsanträgen haben. Ja, auf jeden Fall. Bloß hier ist Die es könnten eben, ja vorübergehend noch benutzt werden. bloß hier ist es eben eine Wohnung, wo doch ein erheblicher Bauaufwand notwendig ist, wo man also in Baubetrieb oder über Kommunalvertrag oder Ähnliches hier rangehen muss an die Sache. Alle leerstehenden Wohnungen wieder in Ordnung zu bringen, dazu reichen die Möglichkeiten des Kreisbaubetriebes nicht aus. Betriebe übernehmen den Ausbau von Wohnungen, wenngleich sie nicht immer über alle notwendigen Gewerke verfügen. Der Ausweg ist die Bildung territorialer Interessengemeinschaften. In Auerbach besteht eine unter Leitung eines Betriebes des Kombinates Robotron. Die Stadt hat Kommunalverträge mit 46 Betrieben. Bürger bauen Wohnungen mit Hilfe ihrer Betriebe aus. Handwerker sind beteiligt. Das Ziel ist, in diesem Jahr den Ausbau der 43 leerstehenden Wohnungen zu beginnen. Und was wird aus Herrn Wicht, dem Koch aus dem VEB Malitex? Eine Wohnung ist ihm zugesprochen in der Robert-Blum-Straße 6. Aber sie ist in einem schlimmen Zustand. Lange hat sich nichts gerührt. Nun hat er einen Ausbauvertrag mit seinem Betrieb in der Tasche, der jedoch nicht alle Arbeiten ausführen kann. Herr Wicht ist ins Rathaus eingeladen. Bärbel Kutschke, seit 15 Jahren Sachgebietsleiterin. Wir haben vom Stadtbauamt jetzt die Kapazitäten bekommen, die für den Ausbau ihrer Wohnung notwendig waren und noch nicht geklärt waren. Das sind für die Robert-Blum-Straße 6, wo sie mit ihrem Betrieb VEB Malitex ausbauen werden. Zum anderen noch offene Fragen gewesen mit den Fenstern. Es ist also der Tischler Hess hier aus Auerbach dafür vorgesehen oder bilanziert, ihre Fenster zu bauen in dieser Wohnung. Sie können beim Zimmerer Günther die Fußbodenarbeiten bestellen. Der ist dafür eingeplant. Ich freue mich halt, dass Sie mir jetzt wieder sagen, dass das jetzt mit den Fenstern klappt. Aber ich muss trotzdem noch ein Problem anschneiden. Das ist das mit den Fliesen in dem Bad. Ne? Ja, der Herr Unterdorfer, unser Hauswirt, der hat sich soweit bereit erklärt, das Bad alles zu bauen und herzurichten. Bloß jetzt wollten wir das über den Betrieb machen mit den Fliesen, aber hier habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Da kommen wir jetzt nicht richtig voran mit der ganzen Sache. In Auerbach harrt noch so manches Wohnungsproblem der Lösung. Und weitere werden entstehen. Denn eine Stadt ist nicht aus Millionen Ziegelsteinen festgefügt für alle Zeiten, sondern sie ist ein lebendiger Organismus. Ich bin sicher und viele Briefe bestärken mich darin, dass darüber hinaus so manches Wohnungsproblem auch ohne Zement und Ziegel gelöst werden könnte. Ich denke da an Wohnungstausch oder an frei gewordene Wohnungen, die schneller wieder vergeben werden müssten. Meine Damen und Herren, betriebliche Unterlagen tragen zumeist vertraulichen Charakter. Im speziellen Fall habe ich die Erlaubnis, aus einem solchen Protokoll zu zitieren. Es gehört dem Kombinat Warentäglicher Bedarf Berlin und enthält die Warenverluste bei Zuckersendungen aus dem Jahre 88. Es ist eine lange Liste und ich entnehme ihr, dass bei vielen Waggons ein Manko registriert wurde. Und zwar in einer Größenordnung von 160 bis 1080 Kilogramm Zucker. Auch Fotos gehören zur Schadensbestandsaufnahme. Wir haben sie unserem Beitrag vorangestellt. Zuckerverluste. Sie bewegen sich um viele 100 Tonnen. Fotos des Großhandels nach dem Öffnen von Waggons. Unser Thema, das vor ein paar tausend Jahren allerdings keine Rolle gespielt haben mag. Da muss irgendwann mal einer den berühmten Ausspruch getan haben, das ist der Zucker, und schon ging das indische Salz, wie es zuerst genannt wurde, wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Es wurde zum Heilmittel gegen Schluckauf, Verstopfungen, Blähungen, zum lyrischen Gegenstand berühmter Liedermacher wie Mozart, Schiller, Goethe und natürlich für alles, was gut schmeckt. Um heute unseren Bedarf zu befriedigen, müssen die Erzeuger und Hersteller ihrem Affen ganz gewaltig Zucker geben. Und da findet man dann Verluste gar nicht mehr komisch.
Immerhin sind pro Jahr und Nase 39 Kilo gefragt. Ein Zwei-Personen-Haushalt verzehrt also schon 78 Kilo. Bei Vater, Mutter, Kind wären es demnach 117 Kilogramm. Die Zuckerfabrik Nauen zum Beispiel hatte jedoch in den vergangenen beiden Jahren mit 106 Tonnen Verlust Reklamationen der Handelspartner zu kämpfen. Das wäre der Bedarf für ungefähr 900 dreiköpfige Familien. Wo ist die Lücke zwischen soll und haben? Tütentest. Nach einem statistischen Auswahlprinzip müssen eine bestimmte Anzahl Tüten voller Erbsen, TGL-Vorschrift die Erbsen, 10-mal runterplumpsen, bis sie platzen dürfen. Sie platzten nicht. Paketetest. Jedes 13. Paket à 10 Tüten wird vor dem Verladen von der TKO auf Herz und Zucker geprüft. Bei dieser Sendung für WTB Berlin fand die TKO ganze 2 Tüten, besser 2 nicht ganze Tüten heraus. Aber wenn man jetzt ganz genau hinsieht, scheint ein Teil der Rieselverluste tatsächlich schon in Nauen programmiert. Die Tüten scheuern am Gitter der Boxen, weil die Schutzlage nicht eingelegt wurde. Sie sind unordentlich gepackt und fallen beim Transport und beim Entladen durcheinander und platzen. Die Pakete sind nicht bündig mit der Palette gepackt. Sie ragen zum Teil über sie hinaus und schon ein hervorstehender Nagel in der Nachbarpalette oder eine Unebenheit in der Waggonwand reißt sie auf. Und sie sind nicht lückenlos gepackt, verrutschen und bieten dadurch Angriffsflächen für jede Art von Hieb, Stich und Stoß. Das jedoch, so die Zuckerindustrie, ginge nicht anders. Ob man es nicht doch noch einmal mit einem anderen Packschema versucht? Dazu müsste allerdings aus Naumburg eine verbesserte Palettiermaschine zur Verfügung gestellt werden. Die Waggons werden beladen, wobei diese Fuhre einen äußerst wackeligen Eindruck macht. Andere nicht, sodass die an diesen Tagen immer zahlreich anwesenden Fachleute aus Ministerien und dem Kombinat keine Beanstandungen hatten. Trotz aller Bemühungen bleibt aber für Nauen die Verpflichtung für mehr Sorgfalt. Der stellvertretende Betriebsdirektor Heinz Detmer. Es wäre zum Beispiel, dass wir versuchen, die Verladung noch besser zu gestalten, um von da aus schon ein Ausschalten des Transportbuchs zu sichern oder beim Verpacken der Gitterboxpaletten doch noch mehr Sorgfalt mit unseren Werken an den Tag zu legen, um auch dort die Streuverluste weitgehend abzubauen. Inwieweit haben Sie Forderungen an Ihre Partner? Na, wir haben erstmal die Forderung, dass, wie schon bereits gesagt, sachgemäß auch auf dem Transport die Rangierarbeiten mit den geringsten Rangierschüben geschehen müssten und beim Großhandel die Kollegen sich doch mal überlegen müssten, mit welchem großen Aufwand unsere Kollegen den Zucker erstmal in die Tüte bringen, um den Kunden das ordnungsgemäß anbieten zu können. Dass auch dort an dieser Stelle mit der entsprechenden Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit dieses Produkt behandelt wird. Inzwischen baute die Reichsbahn auf unsere Bitte hin ein Stoßprüfgerät ein, zum Messen von eventuellen Schütteleinlagen während der Fahrt und des Rangierens. Vielfach wird nämlich behauptet, dass Waggons nicht gerade sanft behandelt werden auf den einschlägigen Bahnhöfen. Und dann malte unsere Aufnahmeleiterin noch diese etwas unvollkommenen Piktogramme als Symbol für Zucker an die beiden Waggons, damit wir sie immer gleich wiederfänden auf den 5 Stationen bis Berlin. Wir können es vorwegnehmen, am Ziel bei WTB Berlin zeigte der Fahrtenschreiber keinen einzigen Rangierstoß an, über den die Zuckerleute hätten sauer sein können. Der zusätzliche Zettel Vorsicht Glas, nach Reichsbahnstandard eigentlich nicht vorgesehen, vielleicht doch zukünftig Standard bei solchen Transporten? Wie sehr man uns Vorsicht und Umsicht mit den beiden Waggons vorführte, so typisch die hörbare Unsorgfalt auf Nebengleisen an diesen beiden Drehtagen.
Bei unseren beiden Waggons war es dann ganz programmgemäß, dass sie in Berlin ankamen, als gäbe es das Problem Zuckerverluste nicht. Wunderbar. Wunderbar. Diese Bemerkung rückte der Schichtleiter von WTB gleich wieder gerade. Haben Sie in der letzten Zeit mal solche Waggons gesehen? Aber es war zu erwarten, dass das ankommt. Wie erklären Sie sich das? Na, diese sind immer avisiert, wenn Testwaggons kommen und ist dann absolut einwandfrei. Ist ja nichts festzustellen. Ne? Wir machen ja, wie gesagt, immer von jedem Waggon, wo Schäden drin sind, Fotos. Und man kann ja anhand der Fotos feststellen, wie sie in Wirklichkeit ankommen, wenn sie nicht vorgemeldet sind als Testwaggon. Unser Waggon ist ein Beispiel dafür, wenn er kontrolliert, beladen wird, beim Transport kontrolliert wird und bei der Entladung. Wenn also eine ständige, durchgehende Kontrolle gewährleistet ist, dass dann auch vieles machbar ist, weil es sonst offenbar mit objektiven Mängeln abgetan wird, die aber subjektiv sind. Wenn das nicht aufgeht, das Packschema, bleiben Hohlräume und dann entstehen Verluste. Das dann müssen wir so eine Palette dazwischen stecken, wie wir es da eben auch gemacht haben. Na gut, danke. Und dass dabei natürlich was kaputt gehen kann, wenn man eine Palette zwischenschiebt. Es wurde jetzt aber sichtbar, dass sich auch bei WTB eine ganze Menge Zucker gewissermaßen verkrümelt. Einige Male stießen die langen Gabeln der Stapelfahrzeuge so weit durch die Paletten, dass die Pakete dahinter zerstochen wurden. Zum Teil blieben Paletten beim unachtsamen Anheben an Paketen hängen und rissen Löcher in die Umverpackung und die Tüten. Die Spuren sind noch weiß. Verluste bei Lebensmitteln finden wir schmerzen besonders. 106.000 Tüten waren es in Nauen in den letzten beiden Jahren. Wären sie nicht verloren gegangen, reichten sie dicht aneinandergereiht 7 Kilometer von der Lichtenberger Brücke bis zum Alexanderplatz. Was bei dem einen Zucker kann bei dem anderen Dachziegel, Porzellan, Obstkonserve oder sonst wie heißen. Ich will damit sagen, allein durch den sorgfältigen Umgang, durch exakte Einhaltung von Vorschriften ließen sich Schäden in Millionenhöhe vermeiden. Millionen, für die wir wahrlich eine nützliche Verwendung wüssten. Auf Wiedersehen.